Moin zusammen! In diesem Video geht es um die Installation des ARM Connect. Vom Unboxing über das Auffinden des Anschlusses an eurem Bike bis hin zur einfachen Plug-and-Play-Installation des Adapters. Ihr bekommt einen Informationszettel mit den Links zur App in den App Stores und auch einen Link zum Installation Guide. Zusätzlich findet ihr darauf die Konformitätserklärung und Hinweise zur Entsorgung. Den Werbeflyer dürft ihr gerne an Freunde oder Bekannte weitergeben. Darüber hinaus bekommt ihr ein Anschlusskabel. Davon gibt es unterschiedliche Varianten. In diesem Fall ist es ein Euro 5 Kabel als Ausführung als Y-Typ zum zusätzlichen Anschluss einer elektronischen Klappenauspuffanlage. Und ihr bekommt natürlich den ARM Connect Adapter. Dieses Anschlusskabel ist für Bikes mit CAN Bus vor Euro 5, auch hier ausgeführt als Y-Kabel und mit zusätzlichem Anschluss für den optionalen Temperatursensor. Diese Kabel gibt es auch in einfacher Ausführung, wenn man zum Beispiel keine elektronischen Kappenauspufanlage haben will, auch hier in diesem Fall vor Euro 5 und natürlich auch für die Euro 5 Modelle. Alle Kabel sind ausgestattet mit einem zusätzlichen Anschluss für den optionalen Temperatursensor. Im Online Installation Guide findet ihr, wo ihr den Anschluss an eurem Bike findet. Das ist vom Modell und Baujahr immer etwas unterschiedlich. Dort ist auch beschrieben, genau welcher Stecker kommt jetzt eigentlich in welche Buchse und wo schließe ich eigentlich etwas an. Wie einfach das geht, gucken wir uns jetzt zusammen in einem praktischen Beispiel an. In diesem Fall installiere ich den ARM Connect an eine Lowrider S Euro 5 mit Klappenauspuffanlage. Im ersten Schritt müssen wir den Anschluss der Klappenauspuffanlage vom Diagnostic Link Connector lösen. Und dafür ist ganz wichtig, dass man hinten auf diese kleine Nase drauf drückt und nicht einfach am Stecker reißt oder versucht, da irgendwie mit dem Schraubenzieher rumzupopeln. Im zweiten Schritt verbinden wir das Anschlusskabel mit dem DLC-Anschluss des Bikes und auf der anderen Seite mit dem Stecker von der Klappenauspufanlage. Der kleine Anschluss ist für den optionalen Öltemperatursensor, den wir auch hier verbinden. Im letzten Schritt verbinden wir den ARM Connect mit dem Anschlusskabel. Der ARM Connect muss so untergebracht werden, dass er während der Fahrt nicht verrutschen kann. Und in diesem Fall installieren wir den ARM Connect unter der Sitzbank des Bikes. Dort finden wir einen ganz guten Platz, wo er nicht stört und wo er auch sicher platziert werden kann. Zur Sicherheit fixieren wir den ARM Connect noch mit einem Kabelbinder, damit er während der Fahrt nicht verrutschen kann. So einfach Plug and Play geht das. Dann sind wir auch schon startbereit. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir natürlich die Installation durch eine visierte Fachwerkstatt.